So, liebe Schüler, jetzt probieren wir das mal so. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass er nicht ganz allein die Aufgaben machen muss. Und zwar möchte ich mit euch diese Aufgabe da rechnen. Die habe ich euch auch mitgeschickt. So, also, bei der Aufgabe geht es ja darum, um die Bewegung eines Flugzeugs. Und jetzt schauen wir mal. Also, die Bewegung im Umfeld eines Flugzeugs wird beschrieben. Der Fuß des Towers befindet sich im Koordinatenursprung, also unterstreichen wir das. Die Start- und Landebahnen sind in der x1, x2-Ebene. So, jetzt haben wir das Flugzeug, bewegt sich nach dem Abheben von der Startbahn bis zum Erreichen der vorgeschriebenen Flughöhe in Richtung des Vektors und fliegt dabei durch diesen Punkt. Ermitteln Sie die Koordinaten des Punkts, in dem das Flugzeug von der Startbahn abgehoben hat, und die Größe des Startwinkels. So, also was machen wir da immer als erstes? Genau, eine Skizze. Das heißt, wenn das mein Koordinatensystem ist, wir sind da irgendwo in der Ebene, da ist mein der Tower, und das Flugzeug bewegt sich ja irgendwie halt so auf irgendeiner Gerade, da irgendwo liegt der Punkt M und den Vektor kenne ich. Gut, was muss ich jetzt machen? Naja, halt die Gerade aufstellen, also g von x ist gleich 3, 4, 2 plus Lambda 1, 3, 2. So, jetzt habe ich schon mal die Gerade und jetzt geht es darum, was ich möchte. Also die Koordinaten des Punktes, in dem das Flugzeug von der Startbahn abgehoben hat. Was heißt das jetzt? Wo ist die Startbahn? Naja, wenn das der Tower ist, da ist der Tower, die x1, x2-Ebene, haben wir ja gerade schon gesagt, da liegen die Start- und Landebahnen drinnen. Das heißt mathematisch, was muss ich machen? Na, den Schnittpunkt von der Geraden mit der Ebene. Also, das ist die x1, x2-Ebene. Wie stelle ich die dar? Welche Koordinate kenne ich? Naja, x3 gleich 0. Also 2 plus Lambda mal 2 ist gleich 0. Also Lambda ist gleich minus 1. Und dann setze ich das wieder ein und dann erhalte ich den Punkt. Die Lösung schicke ich euch einfach mit. Da muss ich jetzt da nicht alles hinschreiben und ihr schaut dann einfach nach. Jetzt möchte ich noch den Startwinkel. Naja, das ist der Winkel zwischen gerade Ebene. Welche Ebene? Na, die x1, x2-Ebene. Also die hat ja den... Quatsch, jetzt habe ich selber nicht nach... Ja, doch. Also ich könnte entweder diesen Vektor nehmen, dann ist es der Winkel und dann möchte ich aber den. Oder, wir hatten das ja schon mal, wenn ich diesen Winkel da gleich möchte, dann muss ich ja eigentlich den Schnittwinkel zwischen dem Vektor und dem Vektor bestimmen. Und der Vektor ist dieser Richtungsvektor projiziert in die Ebene. Also projiziert in die Ebene heißt sozusagen der Schatten da drauf. Also habe ich ja den Vektor 1, 3, 2 ist er eigentlich und der projizierte Vektor ist 1, 3, 0. So, und dann muss ich zwischen den beiden Vektoren halt den Winkel bestimmen, also Cosinus Alpha von dem da und dann halt Wurzel 1 Quadrat plus 3 Quadrat plus 2 Quadrat mal Wurzel 1 Quadrat plus 3 Quadrat. So, und dann bekomme ich den Winkel und da kommen 32,3 Grad raus. So, jetzt geht's weiter. Aufgabe B. Die Bahn eines Flugzeugs nach dem Abheben kann in diesem Koordinatensystem durch irgendeine Gleichung beschrieben werden. Der Tower ortet im Punkt R195 ein Flugzeug, das geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung des Vektors fliegt. Zeigen Sie, dass A auf der Flugbahn von F2 liegt. Also jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das heißt, wir haben irgendwo, das ist die eine Flugbahn, F2, und das andere ist irgendwo der Punkt R, und da habe ich die andere Flugbahn mit dem Vektor. Das ist dieser Vektor B, und da habe ich die andere Flugbahn, F3. So, und jetzt sollen wir erstmal zeigen, dass A auf der Flugbahn von F2 liegt. Also die liegt da drauf.
Das heißt, was ist das mathematisch? Was muss ich machen? Überprüfen, ob Punkt auf Ebene, auf Gerade liegt. Also der Punkt hat ja 6, 14, 5 ist gleich, und jetzt die Gerade steht da ja auf dem Blatt, also ist gleich 1 minus 1, 0 plus t 1, 3, 1. So, wie löse ich das nochmal? Punkt auf Gerade. Naja, ich muss halt jede Komponente anschauen und immer das t anschauen, und wenn das t immer gleich ist, dann liegt es drauf. Also in dem Fall, wenn man das ausrechnet, kommt raus t gleich 5, und wenn ich es überprüfe, passt das genau. So, jetzt geht es weiter. Und zeigen Sie, dass B auf der Flugbahn von F3 liegt. Okay? B auf der Flugbahn von F3, das heißt, ich muss dasselbe mit B machen. Also 3, 15, 5 ist gleich 1, 9, 5 plus T 1, 3, 0. Wieder einsetzen, und dann kommt, für B passt es auch. Jetzt geht es weiter. Sowie der Vektor AB auf beiden Flugbahnen senkrecht. Also Vektor AB kann ich ja ausrechnen. Der Vektor AB ist halt einfach der Punkt B minus der Punkt A. Kommt raus minus 3, 1, 0. Und jetzt soll ich senkrecht auf beiden Geraden. Wie zeige ich senkrecht, dass irgendein Vektor senkrecht auf einer Gerade steht? Genau, also das Skalarprodukt AB, Skalarprodukt mit dem Richtungsvektor von der Gerade muss 0 sein, und AB, Skalarprodukt mit dem Richtungsvektor von der anderen, da muss auch 0 sein. So, jetzt steht er senkrecht auf beiden. Gut. Jetzt geht's weiter. Und begründen Sie, dass jederzeit der Sicherheitsabstand von mindestens 1 Kilometer eingehalten wird. Das heißt, es geht eigentlich um den Abstand zwischen zweier Geraden. Aber warum ist das jetzt in dem Fall gar nicht so schwer? Naja, wir wissen ja schon einiges. Was wissen wir denn nämlich? Welchen Vektor haben Sie uns denn schon geliefert? Den Vektor AB. Und welche Lage hat AB? Senkrecht auf den beiden Geraden. Was ist es somit? Also das heißt, das ist die eine Gerade, das ist die andere, und AB steht senkrecht da drauf und senkrecht da drauf. Ja, das ist ja genau der Abstand. Also muss ich einfach nur AB Betrag berechnen. Und da kommt raus 3,2 Kilometer. Gut.